sheet open, Christian. Himmlischer Vater, Thanks for this new morning. danke für diesen neuen Morgen. Thanks for once more gathering us here together. Danke, dass du uns hier ein weiteres Mal hier heute Morgen versammelt hast. Please let our minds now be open for your word and our hearts and our everything. Bitte lass unser Verstand jetzt für deine Worte offen sein und auch unser Herz und für all diese Dinge, die du geben möchtest. Please let us remind the things you already told us and build up on that. Bitte erinnere uns über die Dinge, die du uns bereits gelehrt hast und die du uns eröffnet hast. Please also bless the people which are taking part with our live stream. Bitte segne auch die Leute, die über den Livestream teilnehmen. And let us not forget the ones who are not taking part. Und lass uns auch diejenigen nicht vergessen, die nicht teilnehmen. Please let us do everything that is possible to bring them back. Bitte hilf, dass wir alles in unserer Kraft Stehende tun, um sie zurückzubringen. I thank you in Jesus' name. Amen. Ich danke dir in Jesu Namen. Amen. Okay, this morning I have a lot of thoughts, and they're probably in no particular order, so you just have to bear with me. Heute Morgen habe ich viele verschiedene Gedanken, die sind jetzt nicht in einer bestimmten Reihenfolge, deswegen müsst ihr sozusagen mich ertragen. And these things are pretty deep, but they're valid nonetheless. Die Dinge, die sind sehr tiefgehend, aber dennoch sind sie gültig. Now, just go to Daniel chapter 9. Gehen wir zu Daniel 9. Sorry? No notes today. No, your notes are in your Bible. Leute, es sind keine Notizen da, sondern wir bleiben bei der Bibel. Okay, I've got lots of notes right here, right? Yes. So, Notizen sind in der Daniel Bibel. 9 and verse 24. Daniel 9, Vers 24. It says, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Right? So in this one verse, Vers 24. what do we see is to take place and what does it lead to? Also in diesem einen Vers, was sehen wir hier? Was findet hier statt und wohin führt uns das? It's 70 weeks are determined. No, forget about the 70 weeks. I'm just on about what it's talking about in that time period. What is the work to be done and what does it lead to? Also was sagt es hier in dieser Zeit? Was ist das Werk, was zu tun ist und wohin führt uns das? Cleansing work. Okay, Anointing. a cleansing work and leading to an anointing, right? Ein Reinigungswerk, das zu einer Salbung führt. Okay, now just think about that. Where else do we see a similar work? Und denkt darüber nach, wo sehen wir sonst noch ein ähnliches Werk? Okay, the two temple cleanses, right? Zwei Tempelreinigungen. Okay, so the two temple cleansings, from temple cleanse to temple cleansing, he's doing a cleansing work, and at the end, right, it's marking a point where the work is complete, right? Eine Tempelreinigung, zwei Tempelreinigungen, gibt es eine Reinigung von Anfang bis Ende und am Ende ist das Werk abgeschlossen. Okay, and it says there to seal up the vision and to anoint the most holy, so that there is an anointing at the end of it, right? Am Ende des Vers steht, um die Vision zu versiegeln und das Allerheiligste zu salben. Also es gibt eine Salbung am Ende. Now, we could take the Sunday law crisis, for instance, from here to here, and you have these two temple cleanses, right? Jetzt
können jetzt die Sonntagsgesetzkrise nehmen von hier bis hier und da hätten wir die 2 Tempelreinigungen. And at the end, there is an anointing, Am right? Ende gibt es eine Salbung. Okay, in fact, sorry, I put that in the wrong place. Das ist hier das falsche Fraktal gesetzt. I put it in the wrong book, right? So, okay, maybe I should have put the bigger fractal on as well, but doesn't matter. The point is, this is obviously a parallel on a smaller factor to the Sunday law, right? And we know that this is the way mark where you get anointed, right? Ich hätte vielleicht auch noch das größere Fraktal mit den 2 Sonntagsgesetzen hier parallel setzen können, dann hätte ich das gut aufzeigen können. Aber wir wissen ja, dass diese erste Zeit der Trübsal eine Parallele ist zum ersten Sonntagsgesetz und am Ende kriegt man diese Salbung. I'll just add another line here, right? Ich würde aber hier noch schnell eine weitere Linie hinzufügen, um das zu zeigen. Right. So, so then you've got Sunday law to the final review, and then you've got temple cleansing to temple cleansing, right? And at the end, Christ gets anointed, right? Im Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung, das ist ja auch Tempelreinigung bis Tempelreinigung, am Ende wird Christus gesalbt. Right? Richtig? I mean, so just keep from any confusion, right? Das verhindert jegliche Verwirrung. Okay, now go to verse 25, right? Jetzt Vers 25. So just before we read verse 25, so we agree that verse 24 can parallel this work here, right? Wir können also zustimmen, dass Vers 24 dieses Werk parallel stellen kann. Because as when we go through the book of Daniel, we see that all these things are pointing to this Sunday law crisis. Denn das haben wir im Buch Daniel gezeigt, dass all diese Geschichten hier über diese Sonntagsgesetzkrise sprechen. So verse 25. Vers 25. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore, to build Jerusalem unto Messiah the Prince, shall be 7 weeks, 62 weeks, and the streets shall be built and the wall against in troubleless times. Right? So, now we discussed this at the Sunday law. Which message comes? Wir haben das besprochen. Am Sonntagsgesetz kommt welche Botschaft? The third angel's message, Die right? dritte Engelsbotschaft. And Millerite history is the history of the first, second, and third angels, right? Und die Miller-Geschichte ist ja die Geschichte des ersten, zweiten und dritten Engels. And it's a parallel to the history of the 3 decrees. Das ist eine Parallele zur Geschichte der 3 Dekrete. And the 3 decrees are Cyrus, Darius, and Artaxerxes. Die 3 Dekrete sind Kyros, Darius und Artaxerxes. So the third angel's message is a parallel to the decree of Artaxerxes, right? Also ist die dritte Engelsbotschaft eine Parallele zum Dekret von Artaxerxes. Right. And under the third, what repeats? Und unter der dritten, was wiederholt sich? First, second, third, right? Die alle 3 Botschaften. Okay, because so if this is the decree of Artaxerxes, then you've got Cyrus, Darius, Artaxerxes, right? Also wenn das hier das Dekret von Artaxerxes ist, haben wir dann Kyros, Darius und Artaxerxes darunter nochmal Okay, wiederholt. and the decree goes forth with Cyrus, right? But it's really marking the third of Artaxerxes. That's where the time period begins from, right? Also das Dekret geht hier mit Kyros vorwärts, aber es ist hier unter der Zeit von Artaxerxes, unter dem dritten, wo das dann alles vorwärts geht. Right? Remember, in the past history, there was always arguments saying, no, the decree goes forth from Cyrus, but they're not really understanding the prophetic narrative, right? In der vergangenen Geschichte, da haben die Gläubigen immer wieder gesagt, dass es von Dekret von Kyros vorwärts geht, aber sie haben das nie richtig so verstanden. Right? But to look at things prophetically, what the Lord's trying to do, not what we understand in our worldly minds, right? Also wir müssen schauen, das immer aus dem prophetischen Blickwinkel, was der Herr zeigen möchte und nicht, was wir mit unserem menschlichen Verstand oder weltlichen Sinn verstehen wollen. Okay, so when you go back to verse 25, it says, Wenn wir zurückgehen zu Vers 25. know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah, the Prince. So,
prophetically speaking, on our line, the Messiah comes right here, right? Prophetisch gesprochen, auf unserer Linie kommt der Messias hier. His baptism, August 11th, 1840, 9/11, they're all prefiguring the coming of the Messiah, Und right? seine Taufe, der 11. August 1840 und 9/11, sie schatten alle das Kommen des Messias voraus. Okay, the one hand they typify his baptism, which is his beginning work, and another hand they typify his second coming, right? Einmal schattet das seine Taufe voraus, was sein Anfangswerk ist, oder auf der anderen Seite seine Wiederkunft. Okay, because this point right here is this point right here, right? Weil dieser Punkt hier ist ja auch dieser Punkt dort, Which parallels the second coming, right? was hier die Wiederkunft parallelisiert. And that's why on August 11th, 1840, it marks the second advent, when Christ comes to show John the revelation, right? Deswegen sagt es, ist es ja auch am 11. August 1840, was das zweite Kommen dann markiert, wo Christus dem Johannes die Offenbarung gibt. So I can just write here, second advent, right? Deswegen kann ich jetzt hier Wiederkunft hinschreiben. Okay. Verse 26. Vers 26. It says, And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the prince shall come, shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and to the end of the war desolations are determined. Now, without understanding anything, right? So don't bring in any of your own thoughts into this, just by what's written there in verse 26, right? What do we see? Also ohne irgendetwas zu verstehen. Oder jetzt irgendwie unser eigenes Verständnis da reinzubringen. Was können wir hier in Vers 26 sehen? Okay, but I want you to read, don't just take little choice bits out of it, just read it in an order like it's a flow of events that we're placing on a line, right? Just like we've done with the other two verses, right? Also lest das in einer Reihenfolge und nicht einfach sozusagen Stück für Stück, sondern dass es in einer Abfolge von Ereignissen ist. Was sehen wir hier? So when it begins, it's talking about after a period, so it's bringing you to the end, right? Also wenn es anfängt, dann spricht es ja über das Ende einer Zeitspanne, es bringt dich also zum Ende. Because after 62 weeks shall Messiah be cut off. So where is it bringing you to prophetically on our line? Also wohin bringt uns das prophetisch gesehen auf unserer Linie? Okay, to the end, right? That's the point that I want to make, right? Zum Ende. Now we'll come to that in a minute, right? So look, for instance, final review, right? So here you have the reform line from the time of the end down to the final review. The cross is at the end, right? Hier haben wir die Reformlinie von Time of the end. Zeit des Endes bis zur finalen Untersuchung. Das Kreuz ist am Ende. Okay, and this is just here, right? Und das ist ja die finale Untersuchung. In der Darstellung ist sie hier. Right? Richtig? So this is after 62 weeks, right? Also das ist jetzt nach 62 Wochen. According to this, because it says, the people of the prince shall come, shall destroy the city and the sanctuary. The end thereof shall be with a flood, and to the end of the war desolations are determined. So what's it speaking about here? Also worüber spricht das hier? The destruction of Jerusalem, Die right? Zerstörung Jerusalems. Which is the seventh plague, right? Was auch die 7. Plage ist. Which is parallel in here, which is here, right? Das parallel damit steht und was in deren Fraktal hier ist. Was typified by 9/11, Was right? durch den 11. September vorausgestattet worden ist. Right? Richtig? Okay. Second Advent is the destruction of Jerusalem. Das ist die Zerstörung Jerusalems. Everybody following. Kann jeder folgen. Now come to verse 27. Und jetzt kommen wir zu Vers 27. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate.
even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. Right. So this last verse is talking about the last week. Right. Der letzte Vers spricht hier über die letzte Woche. So I've drawn the last week here, right? Ich habe jetzt hier die letzte Woche aufgezeichnet. Right? And the last week, it's a pattern, right, that we are to understand, Die right? letzte Woche ist ein Muster, was wir verstehen müssen. So it says, he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and oblation to cease, right? So in the midst of this 1 week, you have the cross, In der right? Mitte dieser Woche haben wir das Kreuz. Okay? Now, if we follow the way that the Bible's laying these out, every time you come to one of those verses, it's laying something on the line, on top of each other, right? Wenn wir dem Muster folgen, den die Bibel hier welches die Bibel hier darlegt, dann sehen wir, jedes Mal, wenn wir zu einem Vers kommen, dann ist das sozusagen ein neuer Gedanke, den wir übereinander lagern müssen. Okay, for instance, the Sunday law to the final review, I can do this, right? Zum Beispiel Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung kann ich hier das Kreuz in die Mitte einzeichnen als die letzte Woche. Right? Richtig? Because in the midst of the week is this is how we used to have the before we had the time of peace. This is exactly how it looked like, right? Denn das Kreuz ist die Mitte der Woche und bevor wir die Zeit des Friedens verstanden haben, hatten wir immer dieses Muster gehabt. And the last week consists of what? Und die letzte Woche besteht woraus? 2 times of trouble. Zwei Zeiten der Trübsal. Right? So you have a time of trouble Also eine Zeit der Trübsal hier and a time of trouble. und eine Zeit der Trübsal hier. Okay? So we want to take that now and we want to spread it out, Wir right? wollen das jetzt hier nehmen und jetzt hier ausspannen. Okay? Because this is absolutely vital to understand how it fits into this pattern, right? Das hier ist absolut lebensnotwendig, dass wir verstehen, wie das in das ganze Muster hineinpasst, diese kleine Zeit des Friedens. Okay, now I don't know where I begin to explain this, but I'll just do my best to pick a point and then we'll go from there, right? Also ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll, das alles zu erklären, aber ich möchte einfach jetzt mit dem besten Punkt nach meinem Verständnis anfangen und werde einfach davon aus weitergehen. Okay, so let's begin with this big fractal up here, right? Lass uns hier mit dem großen Fraktal hier oben anfangen. So Sister White talks about the Sunday law, 1848, right? And she says, this time of trouble is not the time of trouble when the 7 last plagues are poured out, but a short time just before they're poured out. Well, Christ is in the sanctuary, right? Die 1848 sagt Ellen White, diese Zeit der Trübsal ist noch nicht die Zeit der Trübsal, wo die 7 letzten Plagen ausgegossen werden, sondern eine kurze Zeit davor, wo Jesus noch im Heiligtum ist. So, from here to here, what is it? What we've just spoken about? Von hier bis hier, was ist es? Was haben wir gerade gesagt? A time of trouble, Es ist eine right? Zeit der Trübsal. Right? And we can parallel this now with the Sunday law to the final review, right? Das können wir ja parallel setzen hier mit dem Sonntagsgesetz bis zur finalen Because Untersuchung. that's what it is. It's the Sunday law to the final review, Und right? das ist ja, was es hier ist, vom Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung. Right? But Richtig? it just consists of 2 Sunday laws, right? Aber in der Darstellung besteht es aus 2 Sonntagsgesetzen. With a time of peace in the middle. Eine kleine Zeit des Friedens in der Mitte. And if when we come down here, we can also have a time of peace in the middle, right? Wenn wir uns diese Darstellung anschauen, haben wir auch eine Zeit des Friedens in der Mitte. Okay, so now when you go to back to verse 26, Wenn wir jetzt zurückgehen zu Vers 26, it says, and after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. The people, the prince, shall come and destroy the city and the sanctuary, right? Perfect fulfillment right there, right? Effekterfüllung genau hier. Right? Richtig? So what I'm trying to get is it's all based upon this pattern here. The Lord wants us to see how these verses and what they're applying to, right? Basiert alles auf diesem Muster hier und der Herr möchte uns sehen lassen, worauf sich diese Verse beziehen. Okay, so however, right, now we know that right there
it's the close of probation. He says it is done, right? Wir verstehen auch, dass das hier das Ende der Gnadenzeit ist, wo er sagt, es ist geschehen. Okay, but but we also know, right? So okay, that's the close of probation, right? So, and now you have 7 plagues, Das right? ist das Ende der Gnadenzeit und dann hast du die 7 letzten Plagen. And what are the 7 plagues? Und was sind die 7 Plagen? Sorry? No, stick to the topic that we're talking about. We're talking about times of trouble. So what are the 7 plagues? Also wir sprechen über eine Zeit der Trübsal, deswegen was sind die 7 Plagen? It's the second time of trouble, Die right? zweite Zeit der Trübsal. So you have a time of trouble up to the cross, right? Also wir haben eine Zeit der Trübsal bis hin zum Kreuz And then you have a time of trouble up until the end of the week, und dann haben wir eine Zeit der Trübsal bis hinab zum Ende der Woche. right? Richtig? Okay. So just keep that thought in mind, and let's come down to this one, which is a fractal of that, Halte right? das jetzt in Erinnerung und jetzt kommen wir hier zu dieser Linie, was ein Fraktal von dort oben ist. Okay. So Revelation 11, Offenbarung Kapitel 11. right? Revelation 11, the 2 witnesses are prophesying, right? Die 2 Zeugen, die Weissagen hier. For how long? Für wie lange? For 12 For 1260, Für right? 1260. And okay, I'll go do this right. But without going too much in it, it brings so the prophesying is this 1260, this Sunday law time period, right? Which would be okay, just to keep it right. This is a time of trouble, right? Also das ist eine Zeit der Trübsal And it's parallel in this, right? und das ist eine Parallele hierzu. So this is a 1260, right? Deswegen ist das alles hier eine 1260. So when Richtig? I take that and spread it out here, it's this time of trouble here, right? So, wenn ich das hier nehme und dann hier ausspanne, ist das hier die gesamte Zeit der Trübsal. Right. So the 2 witnesses are prophesying for 1260, right? Deswegen die 2 Zeugen, die Weissagen hier für diese 1260. But in Revelation 11, they get delivered up to death, right? Aber in Offenbarung 11 werden sie hier dem Tod ausgeliefert. And what does it point does it mark? An welchem Punkt markiert das? The cross. The cross, Das right? Kreuz. And the cross is which part of the last week? Und das Kreuz ist welcher Teil der letzten Woche? The midst of the week. Die Mitte der Woche. And it's followed by 7 plagues, Und das ist dann gefolgt von 7 Plagen, which is a time of trouble. was Right? eine Zeit der Trübsal ist. You already see what I'm getting at? Könnt ihr bereits sehen, worauf ich hinaus möchte? Trouble. Trouble. Trübsal und Trübsal. But here I'm going trouble. Trouble. Und in der Darstellung habe ich Trübsal bis hierhin und dann Trübsal bis dorthin. Right? There's like an overlap, right? Gibt es so wie etwas, was überlappt. Now it's very purposeful the Lord wants to see that because these 2 points here are interchangeable, Es right? ist sehr wichtig, dass wir sehen, dass der Herr das uns zeigen möchte, denn diese beiden Punkte hier, die sind austauschbar. Because when you come down, this is the close of probation, right? Which is the death decree. Denn wenn wir hier hinabkommen, dann ist das ja auch das Ende der Gnadenzeit, was das Todesdekret ist. And it's paralleling this point. Aber es steht parallel hier zu diesem Punkt. Now, let's just stick on that now. Now let's make this is the cross. This is the midst of the week, right? Lass uns dann mit der Darstellung erstmal verweilen und dann ist das hier das Kreuz, die Mitte der Woche. So let's come back here. So 1260 here. Who ruled for 1260? Die 1260 hier, wer hat für 1260 regiert? The papacy, right? Das Papsttum. So let's take that and go here, right? Und lass uns das jetzt nehmen und hier anwenden. So right here, what's taken away? Genau hier, was wird hier weggenommen? The daily, Das right? Tägliche. Daily taken away, right? Das Tägliche wird weggenommen. But it doesn't really mean that it's gone. It just means that the woman is sitting on it, right? Bedeutet nicht, dass es wirklich weg ist, sondern es ist vielmehr, dass die Frau jetzt nur drauf sitzt.
No woman, woman, right? Eine Frau, da ist eine Frau. So when we come up here, right? Wenn wir hier hochkommen, Daniel 2, right? wenn wir Daniel 2 betrachten, First Sunday law, head of gold. das erste Sonntagsgesetz ist der Kopf aus Gold, Time of peace. Zeit des Friedens, The two-horned power die zweihörnige Macht, rises, right? die steigt hier auf. Woman sits upon it again, right? You have the kingdom Und da of sitzt brass. die Right? Frau wieder drauf, du hast das Königreich aus Bronze. Second Sunday law, right? Das ist das zweite Sonntagsgesetz. Deadly wound. Tödliche Wunde. Fourth kingdom Und das vierte Königreich rises up here, right? kommt hier auf. Because this is where the civil powers, right, are in control. Because the woman has had her deadly wound, Ja, right? das ist ja der Moment, wo die Staatsmächte wieder in Kontrolle sind, weil die Frau hier die Todeswunde bekommt. But right here, she sits back on them again, parallel in this point, right? Aber hier sitzt sie dann wieder zurück auf den Königen, was eine Parallele ist zu diesem Punkt hier. Okay? So the perfect fulfillment of this period right here is this, Also die perfekte Erfüllung dieser 1260 hier ist diese Zeit hier. right? Richtig? Paralleled by this. Parallelisiert hierdurch, durch diese Zeit. Because this, when they make this death decree, this is the woman drawing them all back together again to make that final. Denn wenn sie dieses Todesdekret machen, das ist ja, wo die Frau sie wieder alle versammelt, um jetzt diesen finalen Punkt zu machen. Now, and the reason why I've put the legs, we always stuck it all here, but we know that it rises there, right? Der Grund, warum ich jetzt hier nur die Beine gemacht habe, wir haben ja immer beides hier gemacht, aber wir wissen, dass das Vierte Reich hier anfängt aufzustehen. Pagan, 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 right? Heidnisch, 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 heidnisch. Daily taken away. Das tägliche hier weggenommen. Man of sin, last attempt of the man of sin. Und dann kommt hier der Mensch der Sünde auf, der letzte Versuch des Menschen der Sünde zu siegen. That's what I want you to see there. It's parallel in this daily taken away. Das, Right? was ich euch hier sehen lassen möchte, ist eine Parallele hier zu dem täglichen, was weggenommen wird. And the reason why I'm showing you all this is because when you understand this pattern and you get it in your head, this is what will help us to understand these times at the end, marked in Daniel 11 and 12. Und der Grund, warum ich euch das alles hier zeige, ist, wenn wir das alles in den Kopf bekommen, dann hilft uns das Muster in Daniel 11 und 12 besser zu verstehen. Okay, now go to Daniel 8, right? Gehen wir jetzt zu Daniel 8. Verse 13. Daniel 8, Vers 13. Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake, How long shall be the vision concerning the daily and the transgression of desolation, to give both the sanction and the host to be trodden under foot? So, now very clearly, what's he asking about here? Right? Wonach fragt er hier? How long the daily will take place? Well, actually, how long it will take to all. Yeah, but what can we relate verse 13 to? We've just been talking about. Womit können wir jetzt Vers 13 hier verbinden, bezüglich was wir gerade gesprochen But haben? everything that I'm asking, I'm always premising before, and we've just done all this big lead up and went through all this Alles, thing. was ich frage, ist immer What do we see here? basierend auf dem, was ich vorher ausgelegt habe. Okay, paganism and people. What is it though? Two times of trouble. 2 times of trouble, right? Also Heidentum und Papsttum sind diese zwei Zeiten der Trübsal. Paganism, papalism, right? Heidentum und dann Papsttum. It's the last week of Christ, Das ist die right? letzte Woche Christi. Richtig? Right? So I just want to get that they're all showing the same thing, right? Wir zeigen alle dasselbe auf. And in a smaller version, it's talking about paganism, papalism, right? In einer kleineren Version spricht es dann über Heidentum und Papsttum. Because here you got 1, 2, the third one, and the fourth
comes up here, right? Und hier haben wir 1, 2, 3 und der vierte, der steigt hier auf. But the daily gets taken away here, and the man of sin rules over. Aber das täglich wird hier weggenommen und der Mensch der Sünde regiert hier über Egypt, is it? No, rules over the kings, Okay, herrscht über die Könige. right? Showing you the exact same pattern, right? Das zeigt dir genau dasselbe Muster. Okay, now back to Daniel 8. Gehen wir zurück zu Daniel 8. And he said unto me, until 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed, right? And this is this cleansing work from temple cleansing to temple cleansing, right? Das ist dieses Reinigungswerk von Tempelreinigung bis Tempelreinigung. So if it's this, what's the real perfect fulfillment of it? Also wenn es das ist, was ist die perfekte Erfüllung davon? The top line, right till here, right? Die obere Linie bis ganz zum Ende. Okay? So the Millerites, when they were talking about the 2,300 days point, the second coming of Christ, were they wrong? Deswegen, als die Milleriten gesagt haben, die 2300 Jahre würden auf die Wiederkunft Christi hinweisen, waren sie falsch? No, no way. Right? There's no way that the Lord was allowing them to be right when they were claiming false prophecy, right? It's just things, spiritual things that they didn't understand, right? Were right when they came. Now it says there's no way the Lord was allowing them to be right, and yet they were claiming false prophecy. It was a Okay. correct prophecy. Also that they es were war nicht möglich, claiming. dass sie sozusagen richtig sein konnten und dann aber irgendwie falsche Weissagungen anwenden konnten. Okay. So what they proclaimed was bang on. They just didn't understand. First comes the natural, followed by the spiritual. They had to see that it was typifying that very work. Also was sie verkündigt haben, war punktgenau richtig. Sie haben einfach nur das Prinzip, zuerst kommt das Buchstäbliche, gefolgt vom Natürlichen, vom Geistlichen, nicht verstanden. Okay, Sie verse haben nicht 15. verstanden, dass das nur ein Typus war für diese Wiederkunft. Verse 15. Daniel 8, Vers 15. And it came to pass, when even I, Daniel, had seen the vision and sought for the meaning, behold, there stood before me the appearance of a man. And I heard a man's voice between the banks of the Ulai, which called and said, Gabriel, make this man to understand the vision. Now, when this takes place here, right, you have Christ in the water with the two angels on each bank, right? Wenn das jetzt hier stattfindet, haben wir Christus auf dem Wasser mit den beiden Engeln auf dem Ufern. And that is exactly the same scenario as you see in Daniel 12, right? Das ist genau dasselbe Szenario wie in Daniel 12. Okay? So the Bible wants you to link this scenario what you see now with Daniel 12 because he wants you to see the correlation, right? Die Bibel möchte letztendlich das hier aus Daniel 8, dieses Szenario mit Daniel 12 verbinden. Er möchte sich zeigen lassen, dass da eine Verbindung besteht zwischen den Kapiteln. Now verse 17. Jetzt gehen wir zu Daniel 8, Vers 17. It says, So he came near where I stood, and when he came, I was afraid and fell upon my face. And he said unto me, Understand, O Son of Man, for at the time of the end shall be the vision. Okay, so what is now Gabriel wanting Daniel to understand? Also was möchte der Daniel jetzt, oder was möchte Gabriel dem Daniel zu verstehen geben? I'm not putting it. He just wants you to understand the time of the end, right? Er möchte ihm die Zeit des Endes zu verstehen geben. Okay, that's what his point says. He's saying that this will fulfill at the time of the end, right? Das ist, was er sagt. Er sagt ja, das wird sich zur Zeit des Endes erfüllen. Okay? And verse 19, Vers 19. it says, and he said, Behold, I will make thee know what shall be in the last end of the indignation, for the time appointed shall the end be. Right? So, what does he call the end? Also, wie nennt er das Ende hier? The time appointed. Die Right? bestimmte Zeit. And this is where it's very important that we understand, right? So just Es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. go to Matthew 24. Gehen wir jetzt zu Matthäus 24. And keep your place in Daniel, we'll come back right just a second. Halte euren Finger dran, dann komme ich noch zurück. Matthäus 24.
Actually, excuse me, better go to Luke 21, it's easier to see it. Lass uns lieber zu Lukas 21 gehen, das ist dann einfacher, das zu sehen. Lukas 21. Maybe it was there, but doesn't matter. Just go to verse 8. Lass uns Vers 8 lesen. And he said, Take heed that ye be not deceived, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and the time draweth near, go ye not after them. But when ye shall hear of wars and commotions, be not terrified, for these things must first come to pass, but the end is not by and by. Right? Vers 9. Okay, so according to when we've been studying this out, when is the end? Also, wir haben das ja auch studiert. Wann ist das Ende? What's the two things that Christ points them to represents the end? Was sind die zwei Dinge, auf die Christus sie verweist, welche das Ende hier darstellen in diesem Kapitel? The second coming and the destruction of Jerusalem, right? Das zweite Kommen und die Zerstörung Jerusalems. So what do we have written here? Was haben wir hier niedergeschrieben? Second advent Zweite Ankunft and destruction of Jerusalem. und Zerstörung Jerusalems. Right? Richtig? So at the final review here, this is typifying what's going to take place here, right? Die finale Untersuchung schattet also voraus, was dann hier stattfinden wird. Because this waymark is this waymark right here, Und right? diese Wegmarke ist auch diese Wegmarke dort. Right? Richtig? So when you come to the last week of Christ, right? Und wenn wir zur letzten Woche Christi kommen, Because we'll take this now, we'll put it in. We'll put it in here, right? lass uns die letzte Woche Christi jetzt hier reinsetzen. What do you have here? Was haben wir hier? The destruction of Jerusalem and the second coming of Christ. Die Zerstörung Jerusalems und die Wiederkunft Christi. How does Christ come here? Und wie kommt Christus dort? As the latter rain, Das ist der right? Spätregen. Okay, because his physical coming is here, right? Denn sein buchstäbliches Kommen ist dann ganz am Ende. So right here, it's the destruction on the cities, right? The cities start to get smashed, right? Because you're already out of those cities and on your way, right? And those cities are getting pummeled. Also hier, das markiert die Zerstörung der Städte, denn du bist jetzt auf dem Weg aus den Städten raus und diese Städte werden dann letztendlich umgestürzt. Okay, the Lord's pouring out the latter rain, which was the baptism of Christ, Und der right? Herr gießt den Spätregen aus, was auch die Taufe Christi ist. Okay, but once you've had the baptism of Christ, what does Christ say to Nicodemus? Aber sobald du die Taufe Christi bekommen hast, was hat Jesus zu Nikodemus gesagt? You have to be born again, Du right? musst von Neuem geboren werden. So one time of trouble is not enough. What must you go through? Eine Zeit der Trübsal ist nicht ausreichend, wohindurch musst du noch gehen? You must go through this time of trouble, Du right? musst durch diese Zeit der Trübsal gehen. Because the angels want to come and help the 144,000, but what does the Lord say? Denn die Engel möchten ja kommen und den 144.000 helfen, aber was sagt der Herr? They must drink of the cup, right? Sie müssen den Kelch noch trinken. This is the perfect fulfillment of the second birth, right? It's the resurrection of everybody right there, Das right? ganz am Ende ist die perfekte Erfüllung der zweiten Geburt. Das ist ja auch dann die Auferstehung von jedem Menschen. Because it's jedem where he Gerechten. comes and gives you your glorious body, right? Also von jedem Gerechten. Also, denn das ist ja, wo er kommt und dir diesen verherrlichten Leib gibt. Typified by the outpouring of the Holy Spirit at your first birth, right? Vorausgestattet durch die Ausgießung des Heiligen Geistes hier bei der ersten Geburt. Right. The point I want you to get from see this, the destruction of the cities marks the point where you come out of the belly, Der right? Punkt, den ich euch sehen lassen möchte, ist, dass die Zerstörung der Städte den Punkt markiert, wo du aus dem Bauch hervorgehst. And according to this, it's the time of the end, Und Right. gemäß hier Daniel 8 ist es die Zeit des Endes. right? It's the time appointed. Es ist die bestimmte Zeit. And October 22nd, 1844, just go to Habakkuk, Der 22. Oktober 1844, das war laut Habakkuk, gehen wir dorthin, zu Habakkuk 2.
verse 1. Habakkuk 2, Vers 1. I will stand upon my watch and set me upon the tower, and will watch to see what he will say unto me, and what I shall answer when I am reproved. And the Lord answered me and said, Write the vision and make it plain upon tables, that he may run that readeth it. For the vision is yet for an appointed time. Right? So the vision was going to fulfill at the time appointed. Right? Das ist Vers 3, die Vision sollte zur bestimmten Zeit in Erfüllung gehen. So, right here, in this time period, are the 144,000 tarrying. Also genau hier in dieser Zeit müssen die 144.000 verzögern oder warten. Yeah, is Christ tarrying? Yes. Verzögert Christus dort? Ja. Though the vision tarry, wait for it will surely come, right? Auch wenn die Vision sich dort verzögert, warte auf sie, sie wird gewisslich eintreten. So, we're in a type of that right now. We're waiting for this vision to come to pass, right? Wir sind jetzt momentan in einem Typus davon, wir warten, bis diese Vision eintritt. Because when it comes to pass, what's going to happen to us? Denn wenn sie eintritt, was wird mit uns passieren? Yeah, we will be delivered. Wir werden befreit werden. We will be changed in the twinkling of an eye, right? Wir werden befreit in einem Augenblick. No, that's what's going to happen. But I'm talking about the change that will take place, right? Once that event comes suddenly and unexpectedly, right? It's not so much unexpectedly in our sense because we know it's coming, but when that event comes, it's marking the point where you get delivered, right? Also wenn dieses Ereignis plötzlich kommt, dann markiert es den Punkt, wo du befreit werden wirst. This is what we're waiting. We're holding steadfast. Go to Hebrews chapter 10. Worauf wir warten, wir halten standhaft aus. Gehen wir zu Hebräer 10. Verse 35. Hebräer 10, Vers 35. It says, Cast not away therefore your what? Confidence. What are you to have confidence in? Also was sollst du nicht verwerfen? Deine The Zuversicht. prophecy that the Lord has given you, right? Und worin sollst du Zuversicht haben? In die Weissagung, die der Herr dir gegeben hat. Which hath great recompense of reward. For ye have need of patience, right? That after ye have done the will of God, ye might receive the promise. What's the promise? Vers 36. Was ist die Verheißung? What's the promise, brothers and sisters? Was ist die Verheißung, Geschwister? What's that? Okay, the land and the birth, right? Das Land und die Geburt. Right? That's what we're waiting for. We're waiting for the entering into the land, right? Das ist, worauf wir warten. Wir warten auf das Eintreten ins Land. But what do you need in order to enter into that land? Aber was brauchst du, um in dieses Land eintreten zu können? No. I'm talking about literally. When you come to the door and want to get in, what do you need to get in? Also wenn du in die Tür kommst oder durch eine Tür durchgehen musst, was brauchst du, um da rein eintreten zu können? Yeah, the wedding gown. Du brauchst Which das is the Hochzeitsgewand. birth, right? Das ist die Geburt. So you need the birth, and that's your ticket into this time of peace, Du brauchst right? die Geburt und das ist sozusagen dein Ticket, in diese Zeit des Friedens einzutreten. Because when you have that wedding gown, you're at peace with Christ, Und right? wenn du das Hochzeitsgewand trägst, dann hast du Frieden mit Christus. And it comes by faith, Und das right? kommt durch den Glauben. And it says, verse 37, Sagt er in Vers 37, For yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry. Now the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Where is this expression, the just shall live by faith, taken from? also wo kommt dieser Ausdruck her, der Gerechte soll aus Glauben leben? From Habakkuk. Aus Habakkuk Kapitel 2. Though the vision tarry, wait for it will surely come, right? Auch wenn die Vision sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewisslich eintreten. Okay? But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Right? Right? Richtig? Okay. We shall see.
Das werden wir noch sehen. Okay, so go back Vers to 39 haben wir gelesen. the book of Daniel. Gehen wir zurück zum Buch Daniel. And let's go to Daniel chapter 11. Lass uns jetzt zu Daniel 11 kommen. And verse 24. Daniel 11, Vers 24. It says, "He shall enter peaceably, even upon the fattest places of the province." Right, so where are we? Just think about what we've been talking about. Where are we? Wo befinden wir uns? Erinnert euch zurück an über das, was wir gesprochen haben. We're at the time of the end, right? Und wo sind wir? Also wir sind bei der Zeit des Endes angekommen. Right? Richtig? Yeah, why am I saying that? Because it says the end. The time of the end is, and yeah, when you're going to get this birth and you're going to enter into the promised land, Bei right? der Zeit des Endes kriegst du ja die Geburt, wenn du treu warst, und wirst in das verheißene Land eintreten. Right? Richtig? And it's marking the time of peace, which is a type of the 1,000 years, right? Und das ist ja dann die Zeit des Friedens, was auch ein Typus für die 1000 Jahre ist. There's 1,000 years, right? Da fangen ja die 1000 Jahre an. Okay, so that symbol we can put down here, right? Also dieses Symbol können wir dann auch hier hinsetzen. Which we've typified, Was hier typifiziert ist. right? Richtig? Okay. That's why we bring all these things together line upon line. We never understand these things without this structure and pattern, right? Deswegen können wir diese ganzen Dinge Linie auf Linie zusammenbringen, die würden wir sonst niemals verstehen können, wenn wir nicht diese Struktur und dieses Muster hätten. Okay. So, and then let's read the rest of this verse. Lass uns noch den Rest des Verses 24 lesen. He shall enter peaceably even upon the fattest place of the province, and he shall do that which his fathers have not done, nor his fathers' fathers. He shall scatter among them the prey, the spoil, the riches, yea, and he shall forecast his devices against the strongholds, even for a time. Right? What sort of time? Was für eine Zeit. Sorry? Yes, a time of peace, right? Eine Zeit des Friedens. Okay, I've just thrown that in. At this time, this 360 years, where Rome ruled, right? Diese Zeit, diese 360 Jahre, wo Rom regiert hat. Pagan Rome was a time, right? Das heidnische Rom war für eine Zeit. And what brought that time to an end? Und was hat diese Zeit zu einem Ende gebracht? What did he do that made that time come to an end? Was hat er getan, dass diese Zeit zu Ende kam? Yes, he moved the capital. Konstantin hat den Regierungssitz verlegt. National apostasy brings national ruin, right? Nationaler Abfall wird vom nationalen Ruin gefolgt. It's paralleling the Sunday law crisis when this the siege of the Pope, because when he left the Pope, I think. yeah, but you got to they're at a different time. But you got to bring these things together, and I agree with you, right? Er hat sozusagen den Sitz Roms für den Papst hinterlassen, als er dort nach Konstantinopel zog. Okay, now just on that point that Fyodor's making, right? Den Punkt, den Fyodor gemacht hat, Go to verse 27, gehen wir zu Vers 27. because it's talking about now the king of the north and the king of the south, Er right? spricht jetzt über den König des Nordens und den König des Südens, Who've made a league, right? die hier ein Bündnis gemacht haben. Because right here, this woman gets a deadly wound, right? Genau hier kriegt die Frau ja eine Todeswunde. So the king of the north, king of the south, they made the league. They come back together, right? Der König des Nordens, der König des Südens, die machen jetzt ein Bündnis, die kommen zurück zusammen. Marked by these worldwide, these four horns represent the whole world, right? Markiert hier durch diese 4 Hörner dieses weltweite. Okay, so verse 27. Vers 27. And both these kings, the king of the north, king of the south, Der König des Nordens, der König des Südens sind diese beiden Könige hier. both these kings' hearts shall be to do mischief, and they shall speak lies at one table, but it shall not prosper. For yet the end shall be at the time appointed. Right? So, now, we've just
marked here, right, that this is the, let's put it here, this is the time at the end, Also das hier ist die Zeit des Endes, which is the time appointed, right? was auch die bestimmte Zeit ist. So if I put that there, I can also put it here, right? Wenn ich das hier hinsetzen kann, dann kann ich Ja. das auch hier hinsetzen und auch hier. Because that's that, right? So Und if I das ist put ja das. time of the end, Zeit des Endes, time appointed. Bestimmte Zeit. Time of the end, time appointed. Zeit des Endes und bestimmte Zeit. Everybody follow what I'm doing. Kann jeder folgen, was ich hier tue. Just following the pattern, right? Also nur dem Muster folgen. But verse 29, Vers 29 sagt uns. okay, so it says, verse 27, sorry. Vers 27 nochmal. It says, the end shall be at the time appointed. The end of what? Das Ende soll zur bestimmten Zeit sein. Das Ende wovon? The end of the time of peace, Das Ende der Zeit des Friedens. right? The end of that 360 years is the time appointed, right? Das Ende dieser 360 Jahre ist die bestimmte Zeit. Right? Richtig? Okay. So now we can come and we can write time appointed here, right? Dann können wir auch hier jetzt eine bestimmte Zeit markieren. Right? Richtig? It's because cross, time appointed, time appointed. It's just showing, it's piecing together these pieces of this puzzle, right? Mit Kreuz und Kreuz, bestimmte Zeit, bestimmte Zeit. Das verbindet diese Puzzleteile miteinander. It wants us to see this, right? So, Die Bibel möchte, dass wir das klar sehen. okay, verse 29. Vers 29. And at the time appointed, he shall return and come toward the south. So what's happening as soon as the time appointed comes? Also was passiert hier, sobald die bestimmte Zeit kommt? Yeah, the two are now at war again, right? Es ist wieder eine Zeit der Trübsal und die beiden Mächte sind wieder miteinander im Krieg. So it's marking the time of trouble, right? Hier hat hier die Zeit der Trübsal. So, right here, here's the time appointed. Also hier haben wir die bestimmte Zeit. And here is the time appointed, right? Und hier ist auch die bestimmte Zeit. Sorry? Yes, right, okay. Anfang und Ende der Zeit des Friedens. And this is this point that Führer was referring to, because all these histories here, they all come together, right? Das ist der Punkt, auf den Führer Bezug genommen hat, denn diese ganzen Geschichten, die kommen jetzt hier zusammen. Now, you see all these histories coming together, just hold your place there and go to Daniel 8. Und wir sehen, wie die ganzen Geschichten zusammenkommen. Haltet euren Finger hier und gehen wir zu Daniel 8. In verse 9. Daniel 8, Vers 9. Because Daniel 8 in verse 9 is the exact same point in time as we're looking at in Daniel 11, right? Daniel 8, Vers 9 ist genau derselbe Zeitpunkt, den wir jetzt hier in Daniel 11 betrachtet haben. Because Daniel 8 in verse 9 is Daniel 11 and verse 29. Denn Daniel 8, Vers 9 ist auch Daniel 11, Vers 29. Okay, because it's marking the point now, this fourth kingdom, Rome, has come up peaceably and now it begins to war, right? So, Das markiert den Punkt, wo das Vierte Reich Rom hier friedvoll aufgekommen ist und jetzt markiert es hier, wo es Krieg führt. it says, out of one of them came forth a little horn, and it comes out of one of these four horns here, but that's here, it comes out and begins to war, Es right? kommt aus einem dieser 4 Hörner hervor und das ist dann hier, wo es Krieg führt. Right? Came out of the Macedonian, because it conquered Macedonia, and now it used it as a springboard to make its attack. Es hat right? dieses mazedonische Horn erobert und das benutzt es als Sprungbrett, um jetzt den Rest zu erobern. Okay. And we know that this starts this next time of trouble. Und wir right? wissen, dass das hier diese nächste Zeit der Trübsal beginnt. So go back to Daniel 11, Ja, zurück zu Daniel 11. verse 29. Daniel 11, Vers 29.
And this is where Sister White links all these different histories together here, right? Das ist jetzt, wo Ellen White diese ganzen verschiedenen Geschichten miteinander verbindet. Because it's marking Constantine, right? Das markiert hier einmal erstmal Konstantin. And then it comes down to verse 30. Dann geht es runter zu Vers 30. For the ships of Kiddim shall come against them. This is now the barbarians punishing Rome. Die Kriterschiffe sind jetzt die Barbaren, die jetzt Rom bestrafen. And verse 31, Vers 31. where an army now comes to strengthen him, right? Da gibt es jetzt eine Armee, die ihn stärkt. Right? Takes away the daily and they place the papacy on the throne. Sie nehmen das tägliche weg und setzen das Papsttum auf den Thron. So verses 29 to 31, we are seeing that are taking place right here. Also Vers Right? 29 bis 31 sehen wir, wie sie alle hier dann stattfinden. Okay. And it wants to see us that because it's typifying this, right? Und die Bibel möchte uns das sehen lassen, denn das schattet ja dann diesen Punkt hier voraus. Okay. So now the key points here is the time of the end and the time appointed. This is what it wants us to see, Die right? Schlüsselpunkte sind hier die Zeit des Endes und die bestimmte Zeit. Das ist, was die Bibel uns hier sehen lassen möchte. Now, so that begins right there, right? Und das fängt hier an, richtig? Now let's just read down from verse 31 to 35. Und lass uns jetzt hier von 31 bis 35 lesen. Das, wie gesagt, markiert den Beginn. Die Verse beginnen hier. Okay. It says, an arm shall stand on his part, they shall pollute the sanctuary of strength, they shall take away the daily, and they shall place the abomination that maketh desolate. And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries, but the people that do know their God shall be strong and do exploits. And they that understand among the people shall instruct many, yet they shall fall by the sword, and by flame, and by captivity, and by spoil many days. Now when they shall fall, they shall be holpen with a little help, but many shall cleave to them with flatteries. And some of them of understanding shall fall, to try them, to purge, and to make them white, even to the time of the end, because it is yet for a what? Time appointed. Vers 35. So from here to here, Also von hier bis hier. which is the time of the end, the time appointed, Was die Zeit des Endes ist und die bestimmte Zeit ist. which was this. Was auch das hier ist. Time of the end, time appointed. Right? Zeit des Endes ist bestimmte Zeit. Okay? Okay? It's this puzzle, right? It's this repeating patterns, right? Das ist dieses Puzzle, ist diese sich wiederholenden Muster. Amen? Amen. We all see that. Können wir das alle sehen? Okay, and it's nice because it's going to help us to really understand. Das ist schön, das wird uns helfen, das wirklich besser zu verstehen. Okay? Because she then takes this and she parallels those verses with Daniel 11:40, right? Denn Ellen White nimmt jetzt diese Verse, die wir gelesen haben, und setzt sie parallel mit Daniel 11, Vers 40. Because now, just get my point, right? So if you follow down from verse 31 to 39, that's that whole period that we've just been looking at from here down to here, Also right? wenn wir die Verse 31 bis 39 anschauen, dann ist das diese gesamte Zeit hier, die wir uns jetzt hier angeschaut haben. Right? And that was prefigured by the 538 to 1798. Und das ist ja right? vorausgeschattet worden durch 538 bis 1798. It's this 1260, right? Das sind diese 1260. Okay. So, where am I? Okay, verse 40. Vers 40. What does it say? Was sagt es? And at the time of the end shall the king of the south push at him, right? So we're now here, right? Wir sind also jetzt hier am Ende angekommen, richtig? Which is here, right? Was in dem Fraktal hier wäre. Okay. Okay, so this is where it gets complicated, right? So the time of the end here is the beginning of the 7 last plagues, right? Die Zeit des Endes hier ist ja auch der Anfang dieser 7 letzten Plagen, richtig? Which is this point right here, Aber was auch dieser Punkt hier ist, the beginning of the 7 last plagues, right? der Anfang der 7 letzten Plagen.
So you see how it's interchangeable. It can allow you, when you understand this pattern, it can allow you to bring the end back to the beginning, right? Wir sehen, wie das austauschbar ist, dass es dir die Erlaubnis gibt, das Ende zurück an den Anfang zu bringen. Because in one sense it's at the end, in another sense it's at the beginning, In right? einem Sinne ist das hier am Ende, am anderen Sinne ist es hier am Anfang markiert. Because verse 45, Denn Vers 45 sagt uns, and he shall plant the tabernacles of his palace between the seas and the glorious holy mountain, and he shall come to his end, right? denn dort wird er zu seinem Ende kommen. But he'd already come to his end, right? Aber er kam ja schon zu. But couldn't it be that because verse 40 would be two events in a sense, 1798 here and 1989 here, when he begins again and then. Okay, that's a different thought completely. I'm just dealing with the time of the end and the time appointed. I'm just going by the pattern, and it's absolutely perfect. When you go there, Because this would be also then the time of the end, right? Yes, I'm not denying that, right? So at the time appointed, it marks this period, and it leads you down to the time of the end, right? Also zur Zeit des Endes oder eine bestimmte Zeit markiert diese Zeitspanne und das bringt dich hinab zur Zeit des Endes. And that time in verse 35, the time of the end, which is the time appointed, is Daniel 11:40. Und diese Zeit hier in Vers 35, diese Zeit des Endes oder die bestimmte Zeit ist Daniel Vers 40. Right? Okay, and so this now, when you take this pattern and you bring it back to here, it's right here. Und wenn du Right? dieses Muster nimmst und das hier hinbringst, ist das hier. And it's beginning this time of trouble, these 7 plagues here, right? Und das startet sozusagen diese Zeit der Trübsal, diese 7 letzten Plagen. And these 7 plagues are prefigured by these 7 plagues, Und diese 7 Plagen sind aber vorausgestattet durch diese 7 Plagen. which is also prefigured by the French Revolution, which is 1260. Was auch vorausgestattet ist durch die Französische Revolution, was die 1260 sind. And also, if you go to Daniel chapter 7, Wenn wir zu Daniel Kapitel 7 gehen, just one second. Yes. Is it written? Yes. Daniel 7 and verse 25. Daniel 7, Vers 25. This is speaking about the 4th kingdom. Das spricht über das 4. Königreich. And he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and shall think to change times and laws, and they shall be given into his hand till a time, times, and the dividing of time. That's right here, right? Das ist dann hier. Okay, because 1, 2, 3, 4, 4th kingdom, 1, right? 2, 3, 4, viertes Reich. 4th kingdom, rise up here, daily is taken away, right? Das 4. Königreich kommt hier in der Zeit des Friedens auf, hier wird das tägliche weggenommen. Little whore rules over the 4th kingdom for a time, times, and half a time. Das kleine Horn herrscht dann über das 4. Königreich für eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe. Takes you to the end, Und das bringt dich bis zum Ende, which is here, was dann auch hier ist. which is this, which is this. It's just a repeating cycle, Was right? dann wieder das ist, was dann auch das ist ein sozusagen sich wiederholender Kreislauf. Right? Richtig? Okay, so and I did have some other thoughts because when you go to Daniel 12, Und ich habe dann noch ein paar weitere Gedanken, wenn wir nämlich jetzt zu Daniel 12 kommen. verse 1, Daniel 12, Vers 1. because it says, we just read verse 45, right? Wenn wir Vers 45 lesen, richtig? It says, he shall come to his end, and Dann none shall help him. Da kommt er jetzt zu seinem Ende und keiner wird ihm helfen. So that's the destruction of Jerusalem, it's the time appointed, it's the time of the end, right? Das ist die Zerstörung Jerusalems, das ist die bestimmte Zeit, das ist die Zeit des Endes. And at that time shall Michael stand up, the great prince that standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble such as never was. And that's right here, right? Und das ist ja dann hier. Richtig? Okay.
but it's marking a time of trouble such as never was. And in Matthew 24, what's the time of trouble such as never was? Das markiert hier eine Zeit der Trübsal, wie sie noch nie gewesen ist. Und was ist das in Matthäus 24? The 1260. 1260. Okay? So, I think that the more we look at this and the closer we go, the Lord will help us to see things that we hadn't seen before and help us to really prove things, right? Je mehr wir das betrachten, dann können wir das immer genauer sehen, was der Herr uns eigentlich zeigen möchte und dann auch wirklich beweisen. Because what I understand, He's pointing down to this time. This is the perfect fulfillment of all prophecy because it's where the 144,000 are going to stand to the time of trouble. Wie ich das verstehe, er weist uns hier auf die 7 letzten Plagen hin, denn das ist die perfekte Erfüllung von aller Weissagung, wo die 144.000 durch diese letzte Zeit der Trübsal hindurchgehen. And I think it's going to help us, this pattern is going to help us to understand Daniel 11, right? Und ich denke, dass dieses Muster uns helfen wird, Daniel 11 besser zu verstehen. Because there's lots of different portions in there, and we have to be able to rightly divide it. And once we can place it in between the time appointed to the time appointed, we know that we're not misapplying Und da anything, gibt es right? nämlich viele verschiedene Teile, die wir dann richtig platzieren müssen. Und wenn wir aber verstehen, wie wir sie zwischen der bestimmten Zeit und der bestimmten Zeit platzieren können, können wir sicher sein, dass wir das dann nicht falsch anwenden. Amen? Amen. Lots to think about, right? It's like also like moving wheels now. Yes, It's yes. Just like it's like a track in a tank, right? It starts at one point, it goes all the way around, comes right back to the same point, right? And it just does the same again, right? And if you lay it out, it's one line, right? Es ist dann jetzt mittlerweile so wie sich bewegende Räder, denn wenn du einmal rumgegangen bist, kommst du wieder am Anfang zurück und es bewegt sich direkt wieder weiter. Okay. Shall we? It's the Alpha and Omega. Das Yes. ist Alpha und das Omega. Shall we close with prayer? Wollen wir mit Gebet abschließen? Himmlischer Vater, Dear Heavenly Father, danke für das Studium und für die vielen Dinge, die du uns zeigst. thank you for this study and for the nice things you show us. Bitte begleite uns jetzt durch den Tag und dass wir alle Dinge, die wir tun, And please abide with us throughout the day and with all things that we do. bitte vergib uns unsere Sünden und hilf uns diese Dinge auch für uns selber uns damit zu beschäftigen. And please forgive us our sins and help us to also look at these things ourselves. In Jesu Namen. In Jesus' name, amen.